die Donau. Meandernd zieht sie sich durch die Landschaft nördlich der Alpen. Fast ein halbes Jahrtausend bildet sie die natürliche Grenze des Römischen Reiches. Mit der Zeit entstehen entlang ihrer Ufer Militärlager und Städte, um das Imperium der Römer vor den Germanen zu schützen. Bereits damals befahren Soldaten den Fluss mit Patrouillenbooten, um Eindringlingen gegenüber sichtbar zu sein, aber auch um Angriffe ins Feindesland durchzuführen. Über die Jahrhunderte entsteht so ein reges Treiben an der Lebensader Donau. Man muss bedenken, dass die Flüsse, also wie der Rhein, die Donau und die jeweiligen Nebenflüsse, die Autobahnen der Antike gewesen sind. Also man konnte schnell von A nach B kommen. Wenn man die heutige Tagesleistung und die Stundenzahl in Beschlag nimmt, dann ist das natürlich für heutige Verhältnisse nicht berauschend. Aber es ist immer noch schneller als alles andere, was man dann in der Antike zur Verfügung hatte. Auch heute befinden sich noch immer zahlreiche Spuren der Römer entlang des Flusses. Dennoch wissen wir kaum etwas über die Donaufahrten der römischen Soldaten. 95% aller Überlieferungen aus der Antike sind im Laufe der Zeit verloren gegangen. Wie waren römische Boote beschaffen? Welche Geschwindigkeiten konnten sie erreichen? Welche Strecken zurücklegen? Antworten darauf sucht Althistoriker Boris Dreyer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Durch die Rekonstruktion historischer Römerboote beleben er und sein Team einen Teil der antiken Vergangenheit wieder. Die Wissenschaftler erlangen so Erkenntnisse über das römische Leben entlang des Donaulimes. Für eine Fahrt entlang der Donau bis zu ihrer Mündung begibt sich die Danuvina Alakris gemeinsam mit anderen römischen Schiffen auf die Reise. Von Ingolstadt bis nach Rumänien befährt sie im Spätsommer 2022 den zweitlängsten Fluss Europas. Das Boot der Friedrich-Alexander-Universität wurde im Rahmen des EU-Interreg Danube Transnational Program Projekts Living Danube Limes von professionellen Bootsbauern, Forschenden und Studierenden gebaut. Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, der VW der Patrouillenboote in der Spätantike um 350 nach Christus nach 2 Wracks in Mainz gebaut, die also nicht vom selben Boot stammen, aber etwa zeitgleich sind. Die Fahrt soll bedeutende Aufschlüsse darüber geben, unter welchen Bedingungen die Römer die Donau befuhren, welche Rudertechniken für die Boote notwendig waren und welche Geschwindigkeiten die Boote erreichen konnten. Die Erlanger Wissenschaftler untersuchen dabei die Ruder- und die Segelleistung der verschiedenen Boote auf ihrer Fahrt bis nach Passau. Die heutige Route der Danuvina Alakris führt durch zahlreiche historische Orte. Mit einer Opferzeremonie beginnt die Reise der Schiffe am Donaustrand von Ingolstadt. Die geopferten Gaben sollen die Götter gnädig stimmen und für eine gute Fahrt bitten. Bereits zu Zeiten der Römer befanden sich im heutigen Stadtgebiet von Ingolstadt mehrere Militärlager für die Verteidigung des Limes. Römische Soldaten trainierten hier ihre Kampffähigkeiten, das Marschieren und die verschiedenen taktischen Formationen des römischen Heeres. Mein Name ist Flavianus. Ich bin Centurio der 9. Batavor-Kohorte der Cohors Nona Batavorum. Und im Zuge des Projektes wurden wir eingeladen, hier am heutigen Startpunkt in Ingolstadt teilzunehmen und unsere militärische Kompetenz unter Beweis zu stellen. Wir versuchen immer wieder über archäologische Experimente diese Sache zu beweisen, um zu sehen, sind die Schuhe tatsächlich so einsatzbereit gewesen oder Schilde so brauchbar oder die Helme oder auch normale Gegenstände, und das ist eigentlich unser Ziel. Durch die strenge Ausbildung und die gute Ausrüstung ihrer Einheiten konnten die Legionen und ihre Hilfstruppen so über Jahrhunderte die Grenzen des Römischen Reiches erweitern und sichern. Der Alltag der Soldaten war dabei vom harten Training und starken Befehlshierarchien geprägt. Ich denke, dass auch für die Besucher interessant war, ganz klar zu sehen, wie diszipliniert die Soldaten waren, die sich auf die Befehle dann natürlich einstellen müssen. Tägliches Trainieren, ob mit Waffen oder ohne Waffen. Und man muss auch sehen, dass der Centurio als Hauptmann einer Centurie mit 80 Mann absolut vergöttert wurde.
eine Person dargestellt hat, deren Autorität wahrscheinlich aus heutiger Sicht gar nicht mehr zu verstehen sein wird. Die Danuvina Alacris ist bereits das zweite Boot der Friedrich-Alexander-Universität, welches ein Stück römische Geschichte in die Gegenwart holt. Der spätantike Nachbau orientiert sich an Funden aus der Mitte des 4. Jahrhunderts. Gebaut wurde damals nach der sogenannten gallo-römischen Bauweise. Die Tradition kommt vom Rhein und eben den Gebieten westlich davon. Schon Caesar, also etliche Jahrhunderte davor, also im 1. Jahrhundert vor Christus, hat diese Bauart schon vorgefunden. Daran kann man sehen, wie lange die Tradition in der Schiffsbauart sich durch die römische Geschichte hindurchzieht. Patrouillenboote wie die Danuvina Alacris setzten die Römer damals vor allem für zwei Szenarien ein. Zum einen, um Feinden am anderen Ufer gegenüber Präsenz zu zeigen, und zum anderen, um Gebiete anzugreifen und zu erobern. Im Unterschied zu den Hollywood-Filmen, wo man annimmt oder suggeriert, dass dort Sklaven tätig waren, haben in Wirklichkeit meistens entweder freigelassen oder hier auf diesen Militärbooten, den Patrouillenbooten, römische Soldaten gesessen, die sich selbst zum Einsatz gefahren haben. Also die haben das Kettenhemd ausgezogen, nach vorne oder nach hinten gepackt, die Schilde nach vorne und nach hinten gepackt, ein Butterbrot mitgenommen, dann war das Boot auch schon voll mit 24 bis 26 Leuten und dann zum Einsatzort an den Strand gefahren oder an die Böschung gefahren, rausgesprungen, die Panzer an und dann gekämpft. Von Ingolstadt aus fließt die Donau nach Nordosten entlang am ehemaligen Römerkastell Abu Sina. In der Antike trifft hier der rätische Limes auf den nassen Donaulimes. Die steinernen Reste des Lagers sind auch heute noch gut zu erkennen. Bereits im Jahre 80 nach Christus waren hier römische Soldaten stationiert. Im Römischen Reich bildeten diese Lager das Herzstück der militärischen Infrastruktur. Je nach Funktion in verschiedenen Größen gebaut, enthielten die Kastelle Unterkünfte, Verteidigungsanlagen und Kornspeicher für die Soldaten. Flussabwärts bietet die Weltenburger Enge ein atemberaubendes Naturschauspiel, das bereits im alten Rom für Erstaunen gesorgt haben dürfte. Hier gräbt sich die Donau in einem schmalen Flussbett durch Ausläufer des Frankenjura. Auf beiden Seiten ragen die Felswände bis zu 80 Meter über dem Fluss auf. Durch sogenannte Treidelringe in den Felsen ist die Schifffahrt zu Zeiten der Römer hier eindeutig belegt. Im Winter hatten die Römer ausreichend Zeit, um hunderte Patrouillenboote zu bauen. Das Besondere an der Bauweise der Danuvina Alacris, das flache Ruderboot besteht vollkommen aus Eiche. 4000 Nägel halten es zusammen und geben ihm ein Gesamtgewicht von 4,4 Tonnen. Und innen drin ist die einzige Garantie des Zusammenhalts der Planken die Spanten, die Querverstrebung, die also so quer sozusagen dem Ganzen ein Gerüst geben. Dann werden Nägel reingehauen und umgebogen, verkrammt oder gekrammt und dann wieder zurückgehauen, sodass sie wie so eine Klammer alles festhalten. Mit einer Länge von 18 Metern und einer Breite von 2,8 Metern bietet das Boot Platz für bis zu 26 Ruderer. In traditionellen Gewändern begeben sich Freiwillige und Studierende auf der Danuvina Alacris auf die Reise. Die größten Schwierigkeiten haben oft die Ruderer, die auf Sportbooten rudern können. Die ziehen richtig durch, mit viel Kraft und lang durchziehen. Und das kann man mit diesen schweren Riemen, die wir haben, die wiegen 15 Kilo, sind 4,10 Meter lang. Da muss man schon ausbalancieren und da kann man nicht durchziehen, sonst ist man zu unbeweglich und man kann den Takt nicht halten. Im Endeffekt ist die Bewegung hauptsächlich aus dem Oberkörper, dass man halt kurz ranzieht und sehr kurz. Es wird also für unsere Verhältnisse sehr kurz gefahren. Also sehr kurz und hart, das Blatt, also die breite Ende vom Riemen, ist halt nur relativ kurz im Wasser. Mit dieser Technik legten die Römer regelmäßig 30 Kilometer an einem Tag zurück. Die heutigen Etappen der Danuvina Alacris orientieren sich ebenfalls an dieser Distanz. So kann das Boot auf seiner Reise an zahlreichen historischen Orten anlegen. Begleitet wird die Danuvina Alacris vom Römerboot Regina der Universität Regensburg
und von ihrem Schwesterschiff, der Fridericiana Alexandrina Navis. Mit diesem hatten die Erlanger Althistoriker bereits 2018 das Schwarze Meer erreicht. Gemeinsam geht die Fahrt hinab bis zum Teufelsfelsen im Landkreis Kelheim. Von dieser natürlichen Felsformation aus fällt der Blick auf die ausladenden Mäander flussabwärts. Die Flussschlingen bilden sich auf natürliche Weise durch unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten des Wassers. Über die Jahrhunderte veränderte sich so immer wieder der Verlauf des Flusses. Zur Zeit der Römer war die Donau ein deutlich stärker mäandernder Fluss. So sind heute viele Abschnitte durch einen natürlichen Prozess begradigt worden. Und auch die Grenzverläufe sind heute andere als noch zu Zeiten der Römer. Lange Zeit war der Donau-Limes eine friedliche Grenze, eine sichere Membran der Kontrolle. Und dennoch stellte die Donau keine unüberwindliche Grenze für Feinde dar. Also wenn der genug Masse entwickelt und genug Gewalt und Potenzial entwickelt, dann kann der natürlich über die Donau gehen. Das kann man nicht verhindern. Man kann nicht ständig überall 2400 Kilometer ständige Kontrolle erhalten. Aber man kann Präsenz zeigen, aber auch mit dem Gebiet nördlich kommunizieren. Man kann auch das Gebiet nördlich kontrollieren, sei es mit amphibischen Unternehmen. Man kann versuchen vorzubeugen, dass sich ein Feind überhaupt erst so stark macht, dass man hineinfällt. Oder man kann auch politisch versuchen, barbarische Könige daran zu hindern, nach Süden auszugreifen. Entweder indem man sie kauft oder indem man Opposition gegen sie aufbaut und dann diesen König stürzt. Gleichzeitig diente der Limes jedoch auch als eine Art kontrollierter Kommunikationskanal für Menschen auf beiden Seiten der Grenze. Also man kann auf der nördlichen Seite, die barbarisch besetzt ist, hinübergehen und mit den römischen Grenzposten vereinbaren, dass man eben Handel treiben möchte, Luxusgüter kaufen kann. Dafür hält man wieder andere Waren, die in Rom oder in den Gebieten südlich begehrt sind. Und dann kann man eben halt auch so in gewisser Weise eine Ventilfunktion erfüllen, die dann verhindert, dass man, weil man ausgeschlossen ist, erst recht Ambitionen entwickelt, einzufallen. Der Donau-Limes war so für Rom natürlicher Schutz-, Kommunikations- und Handelskanal zugleich. Bereits im Jahr 179 nach Christus gab es ein römisches Lager im heutigen Regensburg, von wo aus die Donau überwacht wurde. Auch heute legen hier die Danoviner Alagris, die FAN und die heimische Regina am Zusammenfluss von Naab und Donau am Ufer an. Zahlreiche Reenactor beleben das historische Lager und begleiten so die Reise der Boote auf dem Weg die Donau hinab. Von Regensburg aus geht die Reise weiter bis nach Passau. Ab hier wechseln sich internationale Ruderteams donauabwärts laufend ab. Dafür wird die Donau meist nationenweise in unterschiedliche Organisationsabschnitte eingeteilt. Durch den Niedergang des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert endete auch die Schifffahrt der Römer auf der Donau. Für die Wissenschaftler und die Danoviner Alagris endet die Reise nach 3 Monaten Fahrt am Zielhafen in Harszowa in Rumänien, kurz vor dem Schwarzen Meer, mit vielen Erkenntnissen über 500 Jahre römischen Bootsbau und das Leben der rudernden Soldaten.